Dieses geil, wir haben es geschafft. Das hat man halt, finde ich, nicht oft im Leistungssport, weil es halt immer irgendwie so es gibt das nächste Spiel oder der nächste Titel. Das war halt irgendwie das Schöne und dieses Gefühl habe ich irgendwie so, wenn ich daran denke. Dass Sid einen großen Teil dazu beiträgt, dass ich mich hier wohlfühle, ist, glaube ich, keine Frage. Und ich kann nicht mehr. Wieso? Das will ich jetzt auch hören. So intensiv wie die Freundschaft jetzt dann geworden ist, es war halt seit Bayern dann. Wir spielen Fußball zusammen. Wenn was ist, dann weiß man immer, dass man zum anderen gehen kann und da sich eine Meinung holen kann oder einfach mal was loslassen kann, weil der andere das vielleicht auch schon kennt. Ich glaube, das ist was eher die Freundschaft bestärkt. Zu unserem Weg im Pokal, also der war ja schon auch tough. Daheim gegen Frankfurt und daheim gegen Hoffenheim. Also das sind auch Spiele, wo du einfach mal verlieren kannst. Es war ganz komisch einfach, oder? Es gibt manchmal so Spiele, da hast du das Gefühl, heute läuft gar nicht. Das ist so wie ein Fußballspiel, wie wir es kennen, läuft. Dann waren wir 1-0 hinten nach, wie lange war es? 15 Minuten. Nach 15 und dann ist, glaube ich, nach 20 recht schnell das 2-0 gefallen. Wir müssen erstmal so, wir sind ein Spiel vom Finale weg, jetzt müssen wir erstmal zusammenreißen. Ja, wir standen da im Kreis und dann war es irgendwie so, okay, jetzt ist die Taktik erstmal egal, weil jetzt müssen wir uns da reinkämpfen und die Zweikämpfe gewinnen und ein bisschen Emotionalität war so ein bisschen das, was uns alle auch ins Spiel gebracht hat, fand ich. Wir haben kleine Zweikämpfe einfach abgefeiert und auch Torschancen, die wir uns erarbeitet haben, die jetzt kein Tor waren, auch einfach, haben uns gepusht. Ich glaube, das war da im Moment diese Emotionalität, die uns da wieder ins Spiel gebracht hat. Aber ich finde, uns hat es jetzt schon mehr und mehr ausgezeichnet, dass wir Rückstände aufholen können. Und dass wir in schwierigen Phasen auch nicht zu sehr gleich den Teufel an die Wand malen. Also ich dachte schon irgendwie, wir kriegen das hin. You have this one game where you have to be ready, you have to be extremely switched on from the start, but I think the special thing last year was that I could feel how special the German Cup was. Ich will jetzt auch nicht arrogant klingen, dass wir hier der Favorit waren, aber ich glaube faktisch so auf Papier und ist es ja einfach so gewesen. Da drüben sitzt das Favoritenteam, hier sind die Herausforderer, hier sind die Underdogs. I'm totally rooting right now, but I want to really start as a practice. So I will do it now. You can understand? Yeah, no. You get. See you tomorrow. Okay. Das ist ja eigentlich das Schöne so am Fußball. Du kommst in die Kabine, dann ziehst dich um, machst dich fertig, gehst ins Gym, dann bist du am Platz und machst Sport zusammen und
Es ist irgendwie so was Lockeres und wir spielen Fußball zusammen. Also wir haben ja Spaß zusammen, allein auf der Arbeit so. Also ist ja unsere Arbeit. Ja, und Klingt was cool ist halt, wir sehen uns halt irgendwie immer, ohne dass man sich jetzt verabredet. Ja, dann reisen wir ja zusammen. Wir sind dann jetzt Und Bayern auf dem Zimmer. dadurch, dass wir uns sehen, können wir uns spontan verabreden, weil wir eigentlich den gleichen Zeitplan haben. Anders ist es, glaube ich, schon schwer. Ja. You just have to put the cherry on the cake, Emma, right? This is the thing tomorrow. Remember last year, we stood here after the game and we said the hardest part is that we have to wait 1 more year to come back and get things right. Now that time has come. Ja, Leute. Lamin macht sich blonde Haare. Wir machen uns halt ein bisschen Nagellack drauf. Jogi, wo habt ihr den Kaffee geholt? So weit weg? Ja, es ist schon 15 Minuten auf jeden Fall. Okay. Der ist ja jetzt bestimmt kalt, der Kaffee, oder? Wir haben in der U-Nazi das erste Mal zusammen gespielt. Aus meiner Sicht war Sid da schon sehr reif, weil sie unfassbar viel geredet hat. Da wollte ich irgendwie dann nie so richtig mit ihr am Tisch sitzen, weil der Tisch durfte erst aufstehen, wenn alle fertig sind. Krass, aber sie dass hat du ja das echt nicht wolltest. übertrieben lange geredet. Nee, so viel habe ich jetzt auch nicht geredet. Ich habe einfach langsam gegessen. Ja, und viel geredet. Ich habe dich ja nicht so langweilig in Erinnerung, aber jetzt scheint mir das... Und das war so das erste Mal, wo ich Sid wahrgenommen habe. 45.169 haben die auf der PKW. Was uns verbindet, ist so ein bisschen, dass wir eigentlich super offen sind und immer Lust auf alles haben, was dem anderen in den Sinn kommt. Ich glaube auch halt beide so peillos, ein bisschen auf eigene Art und Weise. Anders, aber ich glaube, wir akzeptieren und verstehen uns so und lachen halt auch über den Scheiß vom anderen, auch wenn andere dann vielleicht gar nicht lachen oder so. Pushen uns da ein bisschen. Wir beenden die Besprechung heute mit 2 Zahlen. Erste Zahl ist die 41. 41 Mal haben wir in dieser Saison Standards trainiert. Okay? Zweite Zahl. 89. Was sagst du? Nein. Schade. 89 Mal haben die meisten von euch mit Alex Possession gespielt. 89 Mal in verschiedenen Varianten. Perfektioniert unser Spiel, die Drops, Rotations, alles dabei. Wir haben eine perfekte Verbindung. Ihr kennt euch gegenseitig, wir wissen unsere Abläufe. Ihr habt alles, was wir brauchen. Und ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr manchmal seid. 89. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es wollen, denkt an die 89. Wir haben alles 1000-mal durchgespielt. Jeder weiß, was wir machen müssen. Okay? Und dann holen wir zum Team. Ich weiß schon. Jeder hat von uns erwartet, dass wir das gewinnen, ganz klar. Ja, Bayern ist Pokalsieger, so ein bisschen fand ich, war das schon. Und dann weißt du aber, okay, die 90 Minuten müssen wir jetzt erstmal spielen oder 120, wer weiß. Bei dem heißen Wetter in Bremen mit den vielen Fans auch natürlich im Rücken. Alles voll. Das war schon richtig geil. Gefühlt auch das erste Spiel, wo ich jetzt so die Fans 90 Minuten lang so wahrgenommen habe von beiden Parteien. Also ich fand das krass. Die hast du dauerhaft gehört. Ja. Und in der Form haben wir das ja dann doch auch nicht so oft. Im Vorhinein sagst du so, ja, da kommen viele Zuschauer und so, aber so richtig spüren tust du es dann wirklich, wenn du auf dem Platz stehst. We have a lot of good mood going onto the pitch, but we need to have discipline, we need to do the job. Defensively, it's going to be hard, and we need to drive. Okay. Ja, irgendwie war es ein verrücktes Spiel auch. Man hatte den Best Case schon die ganze Zeit im Kopf, aber ich glaube,
So eine gute Balance haben wir dann schon auch gefunden mit ja, genügend Spannung, aber auch klarem Selbstbewusstsein, dass wir Favorit sind. Für mich war so ein bisschen sinnbildlich, auch für das, was wir uns über die letzten 3 Jahre so ein bisschen unter Alex erarbeitet haben, war so ein bisschen das 2-0. Weil es ein bisschen der Fußball ist, den wir gefühlt jeden Tag trainieren. Nur weil die einen Assist gemacht hat, bringt die das jetzt da rein. Und Karos Jubel vor den Fans war krass. Sorry, aber das habe ich gesehen und ich war so geil. Und so ein 2-0 ist dann irgendwie schon noch mal so ein mehr Sicherheit einfach. Diese Atmosphäre, die Fans, das danach, einfach diese ausgelassene, gute Stimmung. Ich glaube, die Stimmung wäre schon echt nicht so gut gewesen, wenn wir den Pokal nicht geholt hätten. Auch so dieses geil, wir haben es geschafft. Und das hat man halt, finde ich, nicht oft im Leistungssport, weil es halt immer irgendwie so das nächste, es gibt das nächste Spiel oder der nächste Titel. Und das war halt irgendwie das Schöne und dieses Gefühl habe ich irgendwie so, wenn ich daran denke. Viele Spielerinnen sind jetzt auch schon lange hier und haben diesen Moment einfach so ja, erwartet und wollten den unbedingt erreichen. Deswegen wäre es vielleicht kurzfristig schon eine große Enttäuschung gewesen, wenn man das jetzt verloren hätte. Und auch so dieses, so ein bisschen dieses Endliche, jetzt haben wir es wirklich geschafft, das Double, jetzt gibt es auch keinen anderen Titel mehr, jetzt müssen wir nicht noch regenerieren für das und das Spiel danach, so, sondern einfach mal geil, wir haben es geschafft.